Hallo Freunde, Sie werden wahrscheinlich bestätigen, dass wir alle in unserem Leben darüber nachgedacht haben, unseren Eltern etwas Schönes zu tun, ein Geschenk oder etwas, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie lieben. Manchmal muss man zurückgehen, um ein so ideales Geschenk zu finden in die ferne Vergangenheit, auch wenn es manchmal bedeutet, eine schmerzhafte Wahrheit zu enthüllen. Genau das musste Joel Smith, der Held der heutigen Geschichte, tun, als er eines Tages das Hochzeitsvideo seiner Eltern sah. Er freute sich sehr, sie in ihrer Jugend zu sehen, wie glücklich sie waren und voller Hoffnung für die Zukunft. Aber in diesem Video sah Joel ein Detail, das ihm fest im Kopf blieb und ihn verfolgte. Die Eltern unseres Helden lernten sich in der Schulzeit kennen. Joe spielte American Football mit der Hickschulmannschaft und Beverly schaute sich nach einem der Sportwettkämpfe gerne das Spiel an. Zwischen ihnen entstand eine Freundschaft, aus der sich später Liebe entwickelte. Diese Beziehungen enden oft nach dem Abschluss, aber das war nicht der Fall. 2 Jahre nach dem Abschluss machte Joe einem Mädchen einen Heiratsantrag, dem Beverly glücklich zustimmte. Ihre Hochzeit fand 1952 statt und zu diesem Zeitpunkt schien es, als könne nichts ihre Freude verderben. Während das Brautpaar irgendwo in der Nähe von New York auf der zweiten Seite der Welt seine Flitterwochen feiern wollte, tobte bereits der Koreakrieg. Die Armee der Vereinigten Staaten beteiligte sich aktiv daran. Ursprünglich war die Einberufung von Joe geplant, doch langwierige Kampfereignisse zwangen das US-Verteidigungsministerium, seine Pläne zu überdenken. Unser Held erhielt eine Vorladung. Natürlich war es ein schwerer Schlag für die junge Familie. Ihr Leben hatte gerade erst begonnen und nun müssen sie sich auf unbestimmte Zeit verabschieden. Und es wird ein Glücksfall sein, wenn Joe zurückkommt. Ich werde den Lebenden zuvorkommen und sagen, dass Joey nichts passieren wird und er gesund und munter nach Hause kommen wird. Aber Beverly hat in diesen Jahren sehr gelitten, weil sie eine andere Freude für sich gegessen hat. Briefe ihres Mannes waren damals selten. Darüber hinaus war sie vorübergehend arbeitslos und verkaufte sogar einen Teil ihres gemeinsamen Eigentums, um zu überleben. Gleichzeitig verlor sie ihren Optimismus nicht und schrieb ihrem Mann regelmäßig Briefe, auf die er sich freute. Als der Krieg endete und Joe nach Hause zurückkehrte, begannen sie, ein neues glückliches Leben aufzubauen, das ihnen jedoch unmittelbar nach der Hochzeit genommen wurde. Viele Jahre vergingen, sie hatten Kinder und Enkelkinder, und jetzt, da sie ihren 50. Hochzeitstag feierten, beschlossen sie, alle ihre Verwandten und engen Freunde zu versammeln. Einer der Freunde brachte zur Feier ein ungewöhnliches Geschenk mit, einen Player zum Ansehen alter Videokassetten. Das Familienoberhaupt holte die Hochzeitsurkunde hervor. Joel begann mit großem Interesse, seine junge Mutter und seinen jungen Vater auf dem Video zu beobachten und bemerkte plötzlich ein interessantes Detail. Es war ein Plymouth Cabriolet von 19.150, über das er seit seiner Kindheit Geschichten gehört und es sogar auf Hochzeitsfotos gesehen hatte, weil es kein gewöhnliches Auto war. Es war ein Symbol für die Jugend eines Sinnespaares. Als Joe und Beverly nach ihrem Abschluss noch kleine Jungen und Mädchen waren, beschloss Joe, dass er auf jeden Fall seine Frau von der Hochzeit mitnehmen würde, nicht in einer gemieteten Hochzeitslimousine, sondern in seinem eigenen Auto, und begann, jeden Penny zu sparen, um es zu kaufen. Du bekommst sogar einen Teil des Geldes. Er musste sich bei einer örtlichen Bank Geld leihen. Damals beschloss das junge Paar, dass es problemlos einen Teil seines Gehalts für die Rückzahlung des Darlehens geben könne, und so tätigte es im Januar 1952 endlich den lang erwarteten Kauf. Ein so wunderschönes Cabriolet hat Beverly und Joe damals wirklich aus der Masse herausstechen lassen. Sie fuhren diesen es oft mit großer Freude, aber als Joe in den Krieg eingezogen wurde, beschloss das Paar, ihr Traumauto zu verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es war dieses wunderschöne Plymouth Cabriolet, das eingefangen wurde. Auf dem Hochzeitsvideo von Ja und Beverly. In diesem Auto verließ das Paar die Kirche, in der die Zeremonie stattfand, und machte sich auf den Weg in eine glückliche Zukunft als Ehepaar. Joel hörte es als Kind. Geschichten über dieses Auto. Jetzt konnte er dieses wundervolle Auto auf Video sehen. Und wie stark reagierten seine Eltern auf diese Erinnerungen. Dann entstand in Joes Kopf die verrückte Idee, genau das gleiche Auto zu finden und es seinen Eltern zu schenken. Er wollte, dass sie die Freude und Emotionen erleben, die sie vor vielen Jahren erlebt hatten. Es stellte sich jedoch heraus, dass es nicht so einfach war. Tatsache ist, dass dieses Modell besonders bei Sammlern beliebt ist.
Das macht es noch seltener als zuvor. Nachdem Joel mehrere Wochen lang im Internet gesucht hatte, konnte er nur wenige Anzeigen für zum Verkauf stehende Plymouth Cabriolets finden. Aber leider waren bereits 2 gekauft und eins wurde in einem Museum ausgestellt. Seiner Meinung nach erwies sich die Anschaffung eines Cabriolets als schwierige Aufgabe. Die Abende verbrachte sie damit, nach Plymouth zu suchen, und nur ein paar Monate später stieß Joel auf eine ungewöhnliche Anzeige ohne Foto zum Verkauf, 19148 Plymouth Auto in perfektem Zustand. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Person, die es verkaufte, um einen 81-jährigen Mann aus Indiana handelte, der sich mit neuen Techniken nicht auskannte und daher keine Bilder senden konnte. Stattdessen bot er eine persönliche Besichtigung des Wagens vor Ort an. Alles wäre gut, aber dieser Großvater lebte 1000 Kilometer von New York entfernt. Glücklicherweise gelang es Joel, einen alten Bekannten zu finden, der am selben Ort wohnte wie der Verkäufer dieses Autos. Er bat ihn, sich das Auto anzusehen. Wie sich herausstellte, war das Auto in ausgezeichnetem Zustand, der Verkäufer hatte sogar alle Wartungsunterlagen und das Originalhandbuch. Joel kaufte das Auto ohne nachzudenken, obwohl das Auto seiner Eltern eine andere Farbe hatte. Er mietete ein Auto, um ihn in seine Heimatstadt zu transportieren. Nun stand er jedoch vor der Aufgabe, ein Geschenk zu machen. Überraschenderweise wurde beschlossen, das Auto vorübergehend bei einem Freund zu verstecken und es dort endlich in einen perfekten Zustand zu bringen. Als alles fertig war, schickte Joel seinen ältesten Sohn mit einer Videokamera zu seinen Großeltern, unter dem Vorwand, die Vorbereitungen für einen Angelausflug zu filmen. Tatsächlich sollte er aufmerksam aus dem Fenster schauen und sobald er sah, dass sich das Cabrio näherte, sollte er beginnen, Joe und Beverlys Reaktion zu filmen, als das Auto um die Ecke kam. Der Enkel forderte sie subtil auf, aus dem Fenster zu schauen. Zuerst verstanden sie nicht, wonach sie suchen sollten, doch als das Auto in ihr Blickfeld kam, waren sie schockiert. Manelesi eni ne pomysleli, E1 ne v iwo ovidi na swem pocemku auto teto cneki. Stracena minulost se konen vatida. Joel pedal rodin Clio D Cabrioletu Plymouth Adal Chim nas Rozumno, toto krasne auto je nuni jejich. Zatimko Beverly Tskumada Auto Cevechstran Animola Uvid SVYMOIM. Joel si sedeca volant Anemol SE Ubranit Play. Pavpodoben tu Wag BYLY SLZY Radosti, Protor Okamit Otui Klikem Zapadovani A Otsnamil SVEM, Jeduna Projiko, Jag Tomo Baido Pet 50 Leti VDen, KDY Baidim Ladi A Pöni Viri Vis Vautlu Budugnost Patele. Toto je 1 takový dobry PBHO dojímavé daku pro rodi ode nidujícího syna. Pokud alespoň kolik lidí, kteří sledovali toto video, zavoda SVYM rodim akcepta SE, jak SE čim dají, budu mit catu, je tato pres nebyla damo a tu je vekno. Freunde, sagt mir, ob das Video interessant war, schreibt Kommentare und bis bald.